So, hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von Phscreen Sim. In diesem Tutorial-Video schauen wir uns genauer an, was mit Motion Joints gemacht werden kann, für was die eingesetzt werden in der Simulation und wie man diese kombinieren kann. Aus diesem Grund starten wir gleich in unserem Objektkatalog und suchen uns den Motion Joint und fügen unserem Cursor gleich einmal den ersten Motion Joint ein. Der Motion Joint wird immer repräsentiert durch einen Pfeil und dieser Pfeil zeigt mir sofort die Richtung an, in dem dieser Motion Joint arbeitet. Und für unser Beispiel brauchen wir natürlich jetzt noch ein zweites Objekt, das dieser Motion Joint bewegen soll. Also Motion Joints sind eigentlich dazu da, um Bewegung in unserer Simulation durchzuführen. Und wir wählen uns jetzt zum Beispiel einmal ein Objekt, das wir bewegen wollen. Ich entscheide mich jetzt hier für einen Bumper und füge diesen Bumper eben am Cursor ein. Diese beiden Objekte müssen jetzt miteinander bekannt gemacht werden, dass klar ist, dass dieser Motion Joint eben diesen Bumper bewegen soll. Und da gibt es die Möglichkeit, es eben über den Tree zu machen. Also wir lassen uns den Tree anzeigen. Und wir sehen eben hier unseren Motion Joint und darunter den Bumper. Und um die beiden jetzt miteinander bekannt zu machen, um diese Verbindung durchzuführen, nehme ich den Bumper mit der linken Maustaste, wähle ich den an und halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe den unter den Motion Joint. Und somit haben wir eben als Hauptelement dann den Motion Joint und als Unterelement den Bumper. Das kann man sehr einfach kontrollieren, indem wir eben diesen Motion Joint mal kurz markieren mit Alt- und Linksklick. Und wenn wir den verschieben, sehen wir, okay, der Bumper bewegt sich eben sofort mit diesem Motion Joint mit, weil es eben eine typische Eltern-Kind-Struktur besitzt, wie wir das nennen. Und mit der Alt- und Linksklick-Taste markiere ich jetzt eben einen Motion Joint, um zu zeigen, welche funktionalen Möglichkeiten uns der Motion Joint bietet. Und das erste, was wir hier oben dann unter seinen Einstellungen finden, ist eben, dass ich jederzeit die Richtung ändern könnte. Also ich kann eben sagen, ich möchte gerne in der Y- oder in der Z-Richtung oder in der X-Richtung diesen Motion Joint jetzt eben positionieren oder orientieren, genauer gesagt. Und somit würde jetzt eben diese Transportgeschichte dann in der jeweiligen Richtung, die ich jetzt hier gewählt habe, eben durchgeführt werden. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der X-Achse und wir bewegen unseren Motion Joint jetzt einmal mit der Hand. Für unser Motion Joint in der Handbedienung aktiviere ich im unteren Bereich eben die Handbedienungsmöglichkeiten und dann finden wir hier zum einen im ersten Feld den Wert. Also ich kann jetzt hier, wenn die Betriebsart auf None ist, eben sofort einen Wert angeben, also dass eben jetzt dieses Objekt 1 Meter von der Ursprungsposition sich neu platzieren soll oder 2 Meter entfernt. Also ich kann eben somit sofort Bauteile auf bestimmte Werte setzen und diese Werte können jetzt zum einen eben zum Beispiel aus einer Steuerung kommen oder aus einer internen Variable. Also ich habe diese Möglichkeiten, das ganz normal eben dann über das Logikelement zu verbinden. Die nächste Bedienungsmöglichkeit im Vergleich zu None, wo er eben diesen Wert einfach bloß entgegennimmt und auf diese neue Position sich bewegt, ist eben Velocity Controlled, also geschwindigkeitsgesteuert, und ich bekomme dann die Freigabe der Möglichkeit der Geschwindigkeitsangabe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben minus 0,01 Meter angebe, dann bewegt sich dieses Bauteil sehr langsam in diese Richtung und bei einer höheren Geschwindigkeit, zum Beispiel 0,05 oder 0,03, bewegen wir uns eben schneller und können die ganze Sache auch mit Stoppen oder Linksklick und Rechtsklick dann eben in die eine oder andere Richtung fahren lassen. Und die dritte Möglichkeit, mit dem der Motion Joint eben gefahren oder die Bedienungsart oder der Modus, den der Motion Joint eben hat, ist die Positionierungsgeschichte. Das ist die dritte, also wir gehen jetzt auf Positionieren und haben dann die Möglichkeit, eben eine Zielposition anzugeben und eine Geschwindigkeit. Ich wähle jetzt zum Beispiel mal 4 Meter Entfernung und gehe mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Meter hin. Und wir sehen die Aktualposition jetzt im Value, also wir können jetzt da sofort abgreifen, was ist die Aktualposition, die zum Beispiel eine Steuerung liefern oder anderweitig in unserer Software verbinden und verwenden. Und wenn ich jetzt die Position eben auf 2 Meter ändere oder auf 1 Meter, dann bewegt sich dieses Bauteil eben auf diesen 1 Meter, den ich angegeben habe, und bleibt da wieder hundertprozentig genau stehen. Diese ganze Sache kann man auch sehr schnell durchführen, wie zum Beispiel mit 30 Meter pro Sekunde, und bleiben aber trotzdem in unserer Simulation akkurat an diesen Stellen stehen. Das ist natürlich notwendig, wenn es sehr schnell bewegende Achsen sind,
aber man kann ja eben frei wählen, mit welcher Geschwindigkeit man sich eben bewegen möchte. Die nächste Möglichkeit, wo wir unseren Motion Joint verwenden können, ist eben zum Beispiel die Möglichkeit der Bewegung in Rotation. Also ich gehe jetzt unser Bauteil erstmal zurück und wähle jetzt zum Beispiel mal die Z-positive Achse. Und ich gehe jetzt hier eben bei unserem Motion Joint weg vom translatorischen Bewegen über zum rotatorischen Bewegen. Also ich möchte jetzt eben eine Rotation durchführen. Und ich kann dieses Bauteil jetzt, man sieht jetzt eben, es ändert sich auch die Darstellung des Cursors, also man sieht sofort, okay, der Nullpunkt befindet sich dieser Rotationsachse eben hier und die Rotationsachse selber ist die Position des Motion Joints. Also wenn ich jetzt meinen Motion Joint mit einer Geschwindigkeit versehe, also ich gehe wieder in den Handbedienungsbereich des Motion Joints, gehe jetzt auf Geschwindigkeit, und sehen wir, dass wir jetzt mit 30 Meter pro Sekunde eben, mit 30 Grad pro Sekunde eben um diesen Punkt jetzt rotieren. Und die ganze Sache lässt sich auch wieder mit None ausführen. Also ich kann sofort angeben 20 und ich habe somit dieses Objekt gleich auf dem 20 Grad Wert stehen. Natürlich können wir auch unsere dritte Bedienungsart oder Bewegungsart unseres Motion Joints wieder wählen, die Positionsmöglichkeit. Und ich gehe zum Beispiel auf 45 Grad, möchte ich gerne dieses Ding positionieren und gebe dem 4 Grad Geschwindigkeit an. Und dann bewegt sich eben dieses Bauteil auf diese Achse hin. So. Diese Bauteile lassen sich auch nachträglich jederzeit noch verschieben. Also ich kann jederzeit eben mein Bauteil anpassen, dass es zu meiner Achse passt. Ich kann natürlich auch meine Achse verschieben. Und was auch möglich ist, man kann diese ganze Sache jetzt beliebig kombinieren. Also wir können jetzt mehrere Motion Joints anbringen und somit eine Art Baumstruktur schaffen mit verschiedenen Motion Joints. Ich möchte in dem Beispiel jetzt einmal 2 oder vielleicht auch sogar 3 solche Verbindungen einmal durchführen. Dafür füge ich mir zunächst einmal noch einen zweiten Motion Joint ein. Also ich gehe wieder in unseren Bausteinkatalog, suche mir den Motion Joint und füge mir am Cursor einen Motion Joint ein und ich brauche natürlich jetzt auch für diesen zweiten Motion Joint wieder ein Bauteil, mit dem ich diese ganze Sache bewege. Und wir wählen uns wieder einen Bumper und fügen auch einen Bumper eben jetzt an diesem Cursorpunkt ein. Zur Identifikation brauche ich jetzt natürlich auch Bezeichnungen, sonst sehe ich in meinem Tree eben nicht, welches Bauteil welches ist. Dafür markiere ich jetzt zunächst einmal mir den ersten Motion Joint und gebe ihm einfach die Bezeichnung J1. Und dem zweiten Motion Joint die Bezeichnung J2 und ebenso unseren Bumpern bekommen neue Namen. Also wir nehmen für den ersten Bumper B1 und unseren zweiten Bumper nennen wir B2. Und wir sehen sofort die Aktualisierung auch in unserem Baum, dass wir sehen, okay, das war unsere Struktur, die wir bereits hergestellt haben und wir bringen jetzt diese neuen Bauteile eben jetzt an und es funktioniert ähnlich wieder. Wir nehmen unseren ersten Joint mit Linksklick und Drag and Drop den auf den B1 und das Bauteil B2 setzen wir auf den zweiten Joint drauf und haben somit jetzt eine Verbindung, die komplett jetzt für diese 4 Bauteile stattfindet. Also ich gehe jetzt auch in unseren ersten Motion Joint und probiere die ganze Sache mal aus, wechsle in die Handbedienung und lasse den jetzt einfach mal mit einer Velocity sich drehen und wir sehen, okay, diese beiden Bauteile drehen sich jetzt schön miteinander mit und wir können jetzt zum Beispiel auch diese Achse jetzt sagen wir mal in X-Achse ändern und gehen auch auf rotatorisch, schalten die Handbedienung ein, gehen auf geschwindigkeitsgesteuert und geben auch hier eine Geschwindigkeit an. Und man sieht, jetzt dreht sich eben dieses Bauteil um diesen Motion Joint in der zweiten Achse und dabei gibt es in unserem System keine Limitierungen, also es können beliebig viele Motion Joints und Achsen miteinander kombiniert werden. Das erleichtert natürlich die Erstellung von komplizierten Achsen, weil wir jederzeit an der Drehachse einfach eine Motion Joint anbringen können oder an der Bewegungsachse eine Motion Joint anbringen können und an der nächsten Bewegungsachse, wenn es sich zum Beispiel um Roboter handelt, an der nächsten Drehachse, am nächsten Armpunkt, den nächsten Motion Joint. Das war es schon wieder für dieses kurze Beispiel. Ich hoffe, Sie konnten einiges über die Motion Joint lernen und würde mich freuen, wenn Sie weitere Tutorials anschauen. Dankeschön.